Aber ich gehe dann besser mal. Warte! Das! Ich will das nicht! Und? Bist du mit dem Ergebnis deines Verhörs zufrieden? Wieso Verhör? Was soll das denn sonst gewesen sein gerade eben? Ich habe doch nur ein paar Fragen gestellt. Wir sehen uns dann im Limit, ja? Du bist dir nicht mehr sicher, ob Isabel die Wahrheit sagt, stimmt's? Wie? Du schenkst mir eine Reise nach Hawaii? Ja, 3 Wochen. Nur wir beide. Hallo, Gabriele. Gabriela, bitte. Du hast deine Handtasche bei mir vergessen. Die wollte ich dir nur vorbeibringen. Schön, dass es dir gefällt. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ist nichts Besonderes, nur eine Kleinigkeit. Ey, das ist super schön. Hey, seht mal her, was Alexa für mich gemacht hat. Wow. Oh, das ist ja toll. Ja, Alexa ist eben eine echte Künstlerin. Sind die nicht goldig? Komm, wir suchen ein bisschen Stimmungsmusik raus. Vielen Dank. Gefällt's dir? Es ist grandios. Danke. Wo hast du denn die ganzen Fotos her? Ja, ich habe so meine Beziehung. Danke, Franzi. Gern geschehen. Tja, dann werden wir das wohl als Übergepäck mit nach Hawaii nehmen müssen. Oder willst du nicht nach Hawaii? Wenn du willst, dann kann ich auch umbuchen. Wie wär's mit der Karibik? Ich will weder nach Hawaii noch in die Karibik. Warum denn nicht? Felix, ich kann so ein teures Geschenk einfach nicht annehmen. Wir haben uns doch immer so gut verstanden. Und der Artikel wird sicher ein großer Erfolg, das verspreche ich dir. Gabriela, ich habe das wirklich nicht gewollt. Ich weiß auch gar nicht, wie das passieren konnte und es tut mir unheimlich leid. Meine Familie, die warten in Hamburg, aber ich kann so nicht fahren. Gabriela, warum kann man nicht einfach vergessen, was passiert ist? Wovon redest du eigentlich? Wieso bist du von mir weggelaufen? Weil ich noch mal ins Bad musste. Und du? Wieso stellst du mir solche Fragen? Natürlich glaube ich Isabel. Und wieso erkundigst du dich dann bei Marc, warum es von einem anderen Auto keine Bremsspuren gibt? Weil ich von Technik nichts verstehe und eine Erklärung dafür haben wollte. Bist du jetzt zufrieden? Es gibt nach wie vor immer noch mehr Fragen als Antworten. Ja, Isabel hat doch genau erklärt, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Ich wollte mir aber selbst ein Bild machen. Es ist doch wirklich seltsam, dass die Polizei den Fahrerflüchtigen immer noch nicht ausfindig machen konnte. Damit wären wir wieder am Anfang. Du glaubst ja also nicht. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Womit denn? Simon, ich habe keinen Grund, an Isabels Aussage zu zweifeln. Trotzdem werde ich doch ein paar Fragen stellen dürfen. Also gut, lassen wir das Thema. Sind denn die Geschenke schon eingepackt?
Noch nicht alle. Dann wird's aber Zeit. Ich kümmere mich schon drum. Das heißt, ich kann noch mal schnell unter die Dusche springen? Ja, mach nur. Woran soll ich mich erinnern? An den Abend. An unser Essen. Wir haben ein bisschen viel getrunken und du weißt wirklich nichts mehr von dem Abend. Am besten wir denken nicht mehr dran, das wird wohl das Beste sein. Hier, das hätte ich beinahe vergessen. Ja, ich gehe da wohl besser. Nicht einmal aufhören mit dem Pyjama, das ist ja furchtbar. Es war kalt. Ihr müsst euch was Wärmeres anziehen. Ja, Papa. Roland, was machst du noch hier? Wolltest du nicht längst in Hamburg sein, bei deiner Familie? Oder hat sie dich vor die Tür gesetzt? Ach komm, lass den Scheiß, Franzi. Ey, es ist doch total unwichtig, was ein Geschenk kostet. Nein, finde ich nicht. Ich wollte dir Sonnentager mehr schenken, uns beiden. Das ist lieb von dir. Aber wie gesagt, ich kann so ein teures Geschenk einfach nicht annehmen. So eine fette Reise. Mann, du musst spinnen. Das ist einfach eine Nummer zu groß. Und ich mache Felix extra die Hölle heiß, damit er dir was Vernünftiges schenkt. Das ist alles meine Schuld. Ja, es war ihre Idee mit der Reise. Ja, hätte ich mir ja eigentlich denken können. Ja, ich habe mir einfach vorgestellt, wie ich Lust hatte, mit meinem Freund Weihnachten zu verbringen. Ja, schon gut, Franzi. Das war wirklich nur gut gemeint. Ich weiß. Trotzdem. Ach komm, bitte sag nicht nein. Ich habe einfach ein blödes Gefühl dabei. Schön, dass ich mich noch persönlich von dir verabschieden kann. Christina und die Kinder, die warten auf mich. Apropos Kinder, Gabriela, bist du so nett? Die Päckchen. Weißt du, was sie hat? Ich? Nee, keine Ahnung. Nun hat sie ja dieses heiß begehrte Volontariat, aber dank deiner Vermittlung übrigens. Aber ich bitte dich, das war doch selbstverständlich. Hier. Danke. Vielleicht freut's die Kinder. Ach, bestimmt. Ja, jetzt muss ich aber wirklich los. Nein, lass mal. Ich finde schon allein zur Tür. Frohe Weihnachten. Das wünsche ich dir auch. Ach, Herr Hansen, Sie wollen schon gehen, ist aber schade. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Frohes Fest. Frohe Weihnachten. Danke. Frohe Weihnachten. Tschüss, gute Fahrt. Tschüss. Danke. Und wann fangen wir denn endlich mit der Bescherung an, hm? Sag mal, du kannst wohl überhaupt nicht abwarten, was? Ich gehe mal ganz kurz auf mein Zimmer. Ich muss noch ein paar Geschenke einpacken, okay? Ich fahre dich nach Hause, sobald die Aushilfe da ist. Das brauchst du nicht. Ich kann mir auch ein Taxi nehmen. Simon hat gesagt, ich soll persönlich auf euch zwei aufpassen. Ich weiß nur noch, dass Isabel mich im Wagen gefragt hat, ob wir unsere Tochter wirklich nach ihr benennen wollen. Worauf du dann geantwortet hast? Ich kann mich wirklich nicht erinnern, was dann war. Ich bin erst richtig im Krankenhaus wieder zu mir gekommen. Und dann wurde die Geburt eingeleitet.
hatte gehofft, wir finden den Fahrer, bevor du von der Anzeige erfährst. Dein Vertrauen in unsere Freundschaft scheint ja ungeheuer groß zu sein. Julia, ich hab Angst. Verstehst du das nicht? Nein, Ich bin fertig. Du kannst jetzt ins Bad. ja, ich pack gerade nur noch das Geschenk ein. Das mit der Reise, das habe ich wohl irgendwie falsch eingeschätzt. Naja, da kannst du jetzt auch nichts für. Ich hätte eben einfach nicht auf dich hören sollen. Ja, ich habe das jetzt auch nicht irgendwie böse gemeint oder so. Und außerdem, wenn du deine Freundin besser kennen würdest, dann hättest du meinen Vorschlag ablehnen müssen. Oh, jetzt bin ich ja schon wieder schuld. Alles klar. Ich habe dir den falschen Rat gegeben. Ja, sind wir eben beide schuld. Mit den blöden Ballettkarten brauche ich jetzt auch nicht mehr bei ihr anzutanzen. Ja, du kannst ja vielleicht mit dir einkaufen gehen. Also ich weiß, dass sie eine ganze Menge neue Sachen braucht. Ich sag, hast du eigentlich nur Klamotten im Kopf? In deiner Birne musst du raussehen wie im Kleiderschrank. Hast du eine bessere Idee? Ja, die habe ich. Aber dummerweise brauche ich mal wieder deine Hilfe dazu. Ja, und was muss ich tun? Das, was du immer tust, wenn du mit Alexa zusammen bist. Quatschen. Quatschen. Ja, und zwar so lange, bis ich mit meinen Vorbereitungen fertig bin. Okay, das ist alles? Sorge einfach dafür, dass sie auf keinen Fall auf die Idee kommt, nach mir zu suchen. Und den Rest erledige ich dann. Und was willst du erledigen, wenn man fragen darf? Wenn der Prophet nicht zum Berg will, Wer ist da? Moment. Ja, komm rein. Essen ist fertig. Das kannst du auch mit offenen Augen sagen. Ach so, ich dachte, du packst doch Geschenke ein. Nein, ich bin fertig. Hier, das hast du unten liegen lassen. Danke. Ist doch nett von Roland, dass er dir die Sachen extra vorbeigebracht hat. Und mit dem Bildband hat er dir bestimmt eine Riesenfreude gemacht, ha? Ist alles okay? Ja, alles in Ordnung. Okay, dann bis gleich. Hier wir essen. Umso schneller gibt's die Geschenke. Ich komme gleich nach. Okay. Jule, wir müssen los. Jetzt hetz mich doch nicht so. Guck mal, irgendwas fehlt doch. Ja. Wir zwei im No Limits. Kannst du auch mal ernst sein. Nein, es fehlt wirklich nichts. Du siehst super aus, wie immer. Bis auf meine Haare. Soll ich die wieder aufmachen? Nein, nein, auf keinen Fall. Es ist wunderbar so. Wollen wir los? Ist dir völlig egal, wie ich aussehe. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich will nur nicht, dass wir zu spät auf die Fete kommen. Ich habe überhaupt keine Lust auf diese Fete. Ach, Jule, alle unsere Freunde warten dort auf uns. Ich weiß, aber ich bin einfach nicht in der Stimmung. Na komm schon. Das wird bestimmt super. Wir sollten uns nicht hier eingraben und ständig an die Vergangenheit denken. Wenn das so einfach wäre. Ich kann dich ja verstehen, aber wir können doch Isabel nicht im Stich lassen. Die hat sich solche Mühe gegeben. Oder musst du immer noch an die Sache mit ihrem Anwalt denken? Du hast recht. Lass uns gehen. Wir sollten Isabel wirklich nicht hängen lassen. Oh. Mein Vater ist wirklich ein gefürchteter Tänzer. Was soll das heißen? Jetzt verstehe ich, warum früher die Frauen so scharf auf dich waren. Hör dir das an. Nur früher? Ja, Gold und Kupfer waren ja die Herbstfarben, die sind ja jetzt schon längst wieder aus. Du musst es ja wissen. Ja, ich weiß es auch. Wir können ja vielleicht mal nach Weihnachten zusammen durch die Läden gehen, Machen wir. Sag mir, wo bleibt Felix so lange? Der wird bestimmt gleich kommen. Ich gehe mal nach ihm gucken. Warte. Ich glaube, der wollte meiner Mama helfen. Wobei denn? Ich
Ich weiß nicht, irgendwas im Garten, glaube ich. Bei den Temperaturen und mitten in der Nacht. Ja, meine Mama hat manchmal die verrücktesten Ideen. So verrückt ist selbst deine Mutter nicht. Doch, die bringt sowas, glaub mir. Sehr komisch. Okay, dann geh, wenn dir meine Gesellschaft nicht passt. Was ist los? Guck mal, wir haben uns doch gerade so cool unterhalten. Na und, das machen wir jeden Tag. Ja, aber nur super selten ohne Felix. Bitte, heute ist doch ein besonderer Tag. Meinetwegen. Ach, ich dachte, deine Mutter hätte zu tun. Na du? Na? Ist der Punsch von Daniel gut? Ja, fast so gut. Du denkst doch bestimmt wieder an Marie, oder? Na komm, lass uns mal sehen. So, aber sei vorsichtig. Haut ganz schön rein. Hast du den Punsch gemacht? Ja, den und den. Dann bis morgen früh. Sag mal, warum hast du eigentlich nicht den selbstgestrickten Pulli an, den Mama dir geschickt hat? Hm? Zu warm. Außerdem wäre ja wohl eher was für unsere beiden warmen Freunde hier. Und greifen wir jetzt wieder in die Kiste mit den schwulen Witzen. Ich auf dich gehört und den Abend mit dir alleine verbracht. Tja, zu spät. Wenn die beiden auf unsere Kosten ihre Homophobie ausleben müssen. Irgendwann drehen wir den Kleinen sowieso noch um. Was seid ihr endlich? Hallo. Hi. Sag mal, wo kann ich hier mal den ganzen Krempel abstellen? Komm mit, ich zeig's dir. Fröhliche Weihnachten, Jule. Dir auch. Mit Sonnenpunsch. Ach, gerne. Ich habe mir schon echt Sorgen gemacht. Und dass ihr gar nicht mehr kommt. Naja, es hat mir auch einiges an Überzeugungsarbeit gekostet, wie ich zugeben muss. Also, ich bin mir sicher, der Abend wird Jule gefallen. Ja, schade, dass du nicht hier bist. Ich wünsche dir auch schöne Weihnachtsfeiertage. Bis bald, Nina. Ja, mach ich. Tschüss. Viele Grüße von Nina. Hey, ich wollte Sie auch noch sprechen. Wie geht's ihr denn? Ich glaube, sie findet es zu warm in Griechenland. Da kommt keine richtige Weihnachtsstimmung auf mein Ziel. Bei einer von uns scheinbar auch nicht. Hallo, was ist? Worauf wartest du? Ja. Gefällt's dir? Wir dachten, das Handbuch für Journalisten wäre jetzt genau das Richtige für dich. Natürlich eine Empfehlung von Roland. Danke. Ist bestimmt sehr nützlich. So, dann wollen wir mal sehen, was hier zum Vorschein... Also, das ist ganz bestimmt das Richtige für mich. Fehlt nur noch der Hund, der sie mir allabendlich apportiert. Für die kalten Winterabende. Da kann sogar die Heizung ausfallen. Das ist ebenso praktisch wie die Saftpresse, die du mir zum Geburtstag geschenkt hast. Was hat dir eigentlich Arno zu Weihnachten geschenkt? Mal sehen. Möchtest du noch welche? Es sind belgische. Warte, da fällt mir was ein. Weißt du eigentlich, wo Marc Weihnachten feiert? No limit, soviel ich weiß. Nein. Jetzt sag bloß, Daniel spuckt dir immer noch im Kopf rum. Ich dachte, du wärst schon längst drüber hinweg. Ja, heute ist halt Weihnachten und da tut's mir natürlich besonders weh, dass ich keinen Freund habe. Ach, irgendwann wird schon der Richtige kommen. Ja, super, irgendwann. Entschuldigung, ich habe nicht gewusst, dass dich das noch so belastet. Ja, ich spreche eben nicht gerne über meine Gefühle. Sag das noch mal. Okay, genug gequatscht. Du wolltest, dass wir reden. Ja, haben wir doch. Sollen wir jetzt nicht mal langsam nach Felix gucken? Und wo sollen wir suchen? Ja, mal gucken. Okay, dann suchen wir ihn eben. Moment, ich muss erst mal was gegen meinen Liebeskummer unternehmen.
finde irgendwie, dass dir diese Verkleidung nicht steht. Du kannst dir nicht vorstellen, was die Kleinen für einen Spaß haben, echt. Doch. Apropos Mutter. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, wie Jule und ich, also als wir noch Kinder waren, wie wir Jules Mutter beim Plätzchenbacken geholfen haben? Nee, Simon, aber jetzt wäre eine super Gelegenheit. Das sind doch alle Kamellen. Plätzchen, Mensch, schon, ja? Also, Jules Mutter ist so am Kneten und am Rühren und wir gehen ihr dabei zur Hand. Ja, und? Und als sie mich gebeten hat, so einen Pfund Zucker abzuwiegen und in den Teig zu schütten, war Salz. Im Keller. Ich bin gleich zurück. Ich hol mir was zu trinken. Aber sag mal, auch warst du in letzter Zeit nicht im Kinderheim? Nee, das werde ich aber wieder öfter tun. Mann, es ist einfach wunderschön für die Kleinen da zu sein. Franziska, was willst du jetzt am Pool? Ich denke, Felix ist im Garten. Naja, vielleicht habe ich mich ja doch geirrt. Könntest du mir bitte erklären, was das soll? Jetzt komm. Mann, das ist eine Arbeit. Das ist noch an Weihnachten. Hi. Hallo? Sag mir endlich, was hier los ist. Alexa, Felix, was machst du hier im Dunkeln? ich habe nachgedacht Worüber? über mein Geschenk. Du hattest recht. Es war übertrieben. Ja, kannst du mir das nicht im Hellen erzählen? Trotzdem lasse ich es mir nicht nehmen, dir die Sonne zu schenken. Willkommen am Strand unserer Träume. Frohe Weihnachten. Ich hab dich lieb. Alle zu? Also in einer Minute ist Mitternacht und ich denke, wir können endlich mit der Bescherung anfangen. Ich will, dass du dein Geschenk als Erste auspackst. Wir wissen, ob es dir gefällt. Ich habe keine Lust auf Geschenke. Jule, was ist denn los jetzt? Lass mich mal. Jule, ich weiß, was es für ein schwerer Tag heute ist für dich. Mir geht's doch genauso. Was du nicht sagst. Entschuldigung. Jule, was ist denn los? Das fragst du noch? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Isabel, hör auf mit dieser Heuchelei. Bitte? Du willst wissen, wie ich mich fühle, ja? Du bist schuld, dass mein Kind tot ist.